Nach dem Frühstück auf dem Balkon verlasse ich um 7 Uhr die Pilgerherberge in Canals. Ich konnte gestern schlecht einschlafen, vielleicht wegen der beiden späten Tassen Kaffee. Um 3 Uhr riss mich ein Höllenlärm aus dem Schlaf, als an der Markthalle unterhalb der Herberge ein Container aufgeladen wurde. An der Plaza Mayor steht die Iglesia de Sant Antoni Abat. Als ich gestern bei der Stadterkundung nichts Bemerkenswertes entdeckt hatte, war ich wohl im falschen Viertel unterwegs. Der Camino de Levante führt bald durch den kleinen Park Calixte Tercero. Er ist nach dem in Canals geborenen Papst Calixtus III. Benannt, von dem ich schon gestern in Xàtiva gehört hatte. Calixtus III. Entstammt der Borgia-Familie. Auf Reste ihrer Festung treffe ich am Ortsausgang von Canals. Hier stehen auch wieder diese Wasserflaschen, die man in Spanien oft an Häusern stehen sieht. Ich habe keine Ahnung, wofür die sind. Wenn es jemand weiß, dann bitte in die Kommentare schreiben. Der Camino de Levante ist ein spanischer Jakobsweg. Er führt 820 Kilometer von Valencia nach Zamora. Ab Zamora kann man der Via de la Plata folgen und über den Camino Francés oder den Camino Sanabres nach Santiago de Compostela laufen. Die heutige 4. Etappe bringt mich in knapp 21 leicht ansteigenden Kilometern von Canals nach Moixent. Es wird wieder heiß, denn es werden für heute Mittag über 30 Grad vorhergesagt. Der Jakobsweg kreuzt heute mehrmals den Rio Cañoles, den man per Furten überquert. Der Fluss ist meistens ausgetrocknet bei Hochwasser, können die Furten aber überflutet sein und man muss durch Wasser waten. An der gegenüberliegenden Seite des Flusses steht das Städtchen Montesa mit den Ruinen des Castel de Montesa, einer Templerburg aus dem 14. Jahrhundert. Bei einem kleinen Pinienwäldchen holt mich ein Radfahrer mit Rennrad ein. Er steigt ab, weil er befürchtet, dass die Kiefernadeln seine Reifen durchstechen. Wir laufen ein Stück zusammen. Er ist auch schon gepilgert auf dem Camino Francés und der Via de la Plata. Wir unterhalten uns angeregt. Als er weiterfährt, merke ich, dass ich meine Blase an der rechten Ferse, die mich schon den ganzen Morgen plagt, durch die Ablenkung gerade gar nicht mehr spüre. Ich laufe gerne alleine, aber in Gesellschaft pilgert es sich doch leichter. Um 9 Uhr mache ich eine kurze Pause unter einem Pinienbaum. Ich bin jetzt knapp 7 Kilometer unterwegs, ein Drittel der Etappe. Der Himmel ist klar, die Sonne scheint, schöne Landschaft, es weht ein frischer Wind, es ist wunderschön hier. Der Camino führt weiter entlang des Flusses durch Orangenplantagen oder sind es Zitronen und jetzt auch vorbei an Olivenbäumen. Um 9:15 liegt die Hälfte der Etappe schon hinter mir.
Ich pflücke eine kleine, schon ein wenig gelbe Zitrone. Sie riecht wunderbar erfrischend. Um 11:30 bin ich in Vallada, ein netter kleiner Ort mit 3000 Einwohnern und Einkaufsmöglichkeiten. Ich habe aber an diesem bis jetzt noch nicht so heißen Tag noch genug zu trinken und von den 3 Napolitanas zum Frühstück bin ich noch ordentlich satt. An der Pfarrkirche Parroquia de San Bartolomé lädt eine Bank an einem Brunnen zum Verweilen ein. Ein fahrender Gemüsehändler preist seine Zwiebeln und Kartoffeln an. Im Brunnen wohnt eine Schildkröte, ihr Mittagessen steht schon bereit. In Meixen gibt es eine Pilgerherberge, aber sie ist wegen der Pandemie zurzeit geschlossen. Ich habe ein Hostel gefunden, das bei Google Maps als Jugendherberge gelistet ist. Trotzdem wollte der Besitzer am Telefon 40 € für die Nacht. Meixen hat 4500 Einwohner und eine maurische Burg aus dem 12. Jahrhundert. Ich laufe 3-mal am Hostal der Batuta vorbei, bis ich es als solches erkenne. Es ist kein Hostel, sondern ein Hostal, eine schöne Pension mit netten Vermietern. In den 40 € ist ein Gutschein für ein Frühstück in der nahen Bar enthalten. Nach Duschen, Kleider waschen und Ausruhen suche ich um 4:30 etwas zu essen. Es ist jetzt mörderisch heiß und nur im Schatten auszuhalten. Von der Burgruine oberhalb des Städtchens soll man einen schönen Ausblick haben. Bei diesen Temperaturen kann mich das aber nicht locken. Das mir empfohlene Restaurant schließt um 5. Der Wirt bedauert und schickt mich zum Supermarkt. Es gibt in Spanien schon Restaurants, aber sie haben meistens geschlossen, wenn man eines braucht. Da ich nicht so gerne alleine im Restaurant esse, ist mir das recht. Und so gibt es zum Abendessen wieder Bocadillos auf dem Zimmer. Spät abends donnert es kurz und es regnet ein wenig. Für die morgige Etappe auf dem Camino de Levante wird wieder Sonne vorausgesagt. Es soll nicht mehr ganz so heiß sein und nachmittags sind vereinzelte Gewitter möglich.